Der Pekingese, auch Pekinese oder Peking-Palasthund genannt, ist eine von der FCI anerkannte chinesische Hunderasse, deren Zuchtbuch in Großbritannien geführt wird. Dieser kleine, selbstbewusste und eigenwillige Hund wurde einst als heiliges Tier verehrt. Geschichte und Herkunft des Pekingesen. Der possierliche Hund stammt aus dem Reich der Mitte, aus China, wo er zunächst ausschließlich an den chinesischen Kaiserhöfen als Palasthund gehalten wurde. Man nannte ihn, wie auch seinen engen Verwandten, den Lhasa Apso, Löwenhund. Denn alte Quellen behaupten, dass Buddha von den kleinen Hunden begleitet wurde und diese sich beim Erscheinen von Feinden in Löwen verwandelten. In der Qing-Dynastie von 1644 bis 1912 erlebte diese Hunderasse eine Zeit größter Beliebtheit, wie zahlreiche Darstellungen in Form von Plastiken und Porzellanfiguren belegen. Man legte viel Sorgfalt und Mühe in Züchtung und Haltung der Pekingesen. Sie wurden gehegt und gepflegt, und es war undenkbar, dass sie einmal in den Besitz der ungeliebten Europäer kommen könnten. Nachdem aber Peking durch britische Truppen im Jahr 1860 während des Zweiten Opiumkriegs erobert wurde, erbeutete man im kaiserlichen Palast 5 Pekingesen und nahm sie mit nach Großbritannien. Einer der erbeuteten Hunde wurde zum Geschenk an Queen Victoria und die anderen beiden Paare bildeten die Grundlage für die Zucht in Europa. 1864 stellte man die ersten Pekingesen aus. In Deutschland trafen die ersten Exemplare dieser Rasse im Jahr 1900 ein. Erscheinungsbild des Pekingesen. Mit einer nicht festgelegten Widerristhöhe von 15 bis 25 cm zählt diese Hunderasse, die ein Gewicht von etwa 5 Kilogramm auf die Waage bringt, zu den kleinen Hunden. Sie haben eine Lebenserwartung von etwa 12 bis 13 Jahren. Die Pekingesen sind in vielen verschiedenen Farben, uni oder auch gescheckt, vorzufinden. Vorherrschend sind dabei weiß, dunkelbraun, rot, falb und schwarz-lohfarben. Neben der oft dunklen Maske sind häufig auch schwarze Abzeichen an den Ohren zu finden. Pekingesen haben ein dichtes Fell mit langen, geraden und eher harten Haaren und einer dichten Unterwolle. Erwünscht ist eine Mähne, die sich maximal bis zu den Schultern und rund um den Hals erstreckt. Der Kopf ist relativ groß. Typisch ist das flache Profil mit den vorstehenden großen Augen und der kurzen Nase. Hier liegen auch die Problemzonen des Pekingesen. Die Augen sind empfindlich und die kurze Nase führt häufig zu Atemnot. Die fest über den Rücken zu einer Seite gebogene Rute ist hoch angesetzt. Wesen und Charakter des Pekingesen. Der intelligente und selbstbewusste Hund zeichnet sich durch Wachsamkeit und Mut aus. Er ist kein Kläffer, schlägt aber sofort an, wenn ein Fremder auftaucht. Er sucht sich sein Herrchen oder Frauchen gerne selber aus und ist diesem gegenüber sehr verschmust und anhänglich. Daher ist er auch eher auf eine Einzelperson bezogen und weniger ein Familienhund. Er braucht häufig seine Ruhe und lässt sich ungern stören, was Kinder in einem gemeinsamen Zuhause akzeptieren sollten. Man sagt dem Pekingesen nach, dass er temperamentvoll, aufbrausend und bisweilen auch draufgängerisch sei. Bei der Erziehung bedarf er daher einer festen und konsequenten, aber auch liebevollen Hand. Auslauf und Pflege des Pekingesen. Die Pflege kann ein wenig aufwendiger sein. Das üppige Haarkleid bedarf, ebenso wie die Augen, einer intensiven Pflege. Das leicht filzende lange Haar sollte täglich gebürstet werden. Gerne hängen sich Kletten an Bauch, Achseln und zwischen den Pfoten fest. Sie sollten am besten gleich entfernt werden. Die Haare zwischen den Fußballen schneidet man idealerweise regelmäßig und auch eine intensive Reinigung der Gesichtsfalten darf nicht vergessen werden. Pekingesen leiden häufig an Augenentzündungen und Schnupfen mit Atemnot. Auch Bandscheibenerkrankungen sind bei dieser Hunderasse keine Seltenheit. Der Hund hat keinesfalls einen gesteigerten Bewegungsdrang. Vielmehr liebt er lange und intensive Ruhephasen.
Spaziergänge mit dem kleinen Löwen können daher auch etwas kürzer ausfallen.